Das ist wieder Musculus, diesmal mit dem Thema Gentherapie bei spinaler Muskelatrophie. Ja, Sie liegen völlig richtig in der Annahme, dass wir zu spinalen Muskelatrophie schon einmal ein Video gemacht haben. Den Link dazu finden Sie in der Infobox. Heute sprechen wir allerdings über die Gentherapie bei spinaler Muskelatrophie. Und dazu haben wir eine Spezialistin eingeladen, die Neuropädiaterin Frau Doktorin Mika Rappold. Herzlich willkommen. Hallo, Herr Brix. Liebe Frau Doktorin Rappold, seit 2020 ist die Gentherapie zur Behandlung der spinalen Muskelatrophie zugelassen. Wo genau setzt denn diese Therapieform jetzt an? Also die spinale Muskelatrophie ist eine genetische Erkrankung, die durch einen Gendefekt im sogenannten SMN1-Gen ausgelöst wird. Und dieser Gendefekt führt dazu, dass ein SMN-Protein nicht produziert wird und Motorneuronen langsam, aber progredient zugrunde gehen. Das heißt, Bewegungsinformationen werden nicht vom Gehirn über das Rückenmark zur Muskulatur weitergegeben und die Muskeln verkümmern. Und die Gentherapie setzt jetzt genau dort an, wo die Krankheit verursacht wird, nämlich an diesem Gendefekt. Und dabei versucht man, ein intaktes SMN1-Gen über einen Vektor in den Körper einzuschleusen. Und dieser Vektor dient sozusagen als Fähre für das genetische Material, um in den Körper zu kommen. Wie funktioniert denn jetzt eigentlich so eine Gentherapie? Das heißt, wie wird sie verabreicht und wie wirkt sie? Ja, es gibt unterschiedliche Methoden einer Gentherapie. Im Falle der spinalen Muskelatrophie ist die Gentherapie mit Zolgensma ein sogenannter Gentransfer. Das heißt, man verpackt das SMN1-Gen in ein Virus, in dem Fall in das adeno-assoziierte Virus 9 und schleust es so in den Körper ein. Das Virus gelangt über eine Infusion, die einmalig verabreicht wird in den Körper, kann die Blut-Hirn-Schranke passieren und baut sich in die einzelnen Motorneuronen ein. Und ab dem Zeitpunkt, wo es in den Zellen eingebaut ist, das Gen, kann es auch das Protein produzieren und das gewährleistet den Erhalt der noch vorhandenen Motorneuronen. Bereits untergegangene Nervenzellen können nicht wieder aktiviert werden. Das heißt, was kaputt ist, bleibt doch kaputt. Und somit ist der Zeitpunkt der Behandlung von entscheidender Bedeutung für die betroffenen Kinder, was ihre weitere motorische Entwicklung betrifft. Welche Patientinnen oder Patienten kommen jetzt denn eigentlich für die Gentherapie in Frage? Also die Gentherapie mit Zolgensma für spinale Muskelatrophie ist in Österreich für Kinder ab Geburt zugelassen. Für Kinder mit einer spinalen Muskelatrophie Typ 1 bzw. für Kinder mit bis zu 3 Genkopien des SMN2-Gens. Das SMN2-Gen ist ein weiteres Gen, das dieses Protein produzieren kann, allerdings nur 10% des funktionsfähigen Proteins. Der Rest ist instabil und wird vorzeitig abgebaut. Das heißt, man kann vereinfacht sagen, bei einer spinalen Muskelatrophie ist es so, je mehr Genkopien von diesem SMN2-Gen vorhanden sind, umso milder ist die Verlaufsform. Und die Gentherapie ist für die schweren Verlaufsformen der spinalen Muskelatrophie zugelassen. Seit der Einführung des Neugeborenen-Screenings auf spinale Muskelatrophie in Österreich können wir nun schon zur Geburt die Kinder mit einer spinalen Muskelatrophie erfassen und diagnostizieren und müssen nicht erst warten, bis in den ersten Lebensmonaten Symptome auftreten und die dann von einem Arzt erkannt werden. Wir können die Kinder schon in den ersten Lebenstagen mit dieser Gentherapie behandeln und das ist natürlich ein großer Meilenstein in der Behandlung der spinalen Muskelatrophie. Gibt es Nebenwirkungen, mit denen zu rechnen ist? Also bei Neugeborenen, die unmittelbar nach Geburt mit der Gentherapie behandelt wurden, sind die Nebenwirkungen bislang sehr gering und verglichen mit der Schwere der Erkrankung in einem vertretbaren Rahmen. Die Nebenwirkungen werden meist ausgelöst durch eine immunologische Reaktion des Körpers auf dieses AAV9-Virus und kann unterschiedliche Organsysteme betreffen. Wir beobachten in der ersten Woche einen Abfall der Thrombozyten im Blut, im weiteren Verlauf einen erhöhten Spiegel von Leberwerten im Blut und da kommt das Cortison zum Einsatz, welches wir ab einem Tag vor Gentherapie verabreichen. Das Cortison muss einen Monat mindestens eingenommen werden und unter dieser Cortisontherapie legen sich die Nebenwirkungen und bleiben ohne langfristige Folgen.
Wie ist denn die Prognose der motorischen Entwicklung von SMA-Patienten oder Patientinnen, die die Gentherapie erhalten haben? Eine frühe Diagnose und eine frühe Behandlung der betroffenen Kinder ist entscheidend dafür, ob und wann sie motorische Meilensteine wie eine gute Kopfkontrolle, ein freies Sitzen oder sogar ein freies Stehen und Gehen erlangen können und ob sie in weiterer Folge auf atemunterstützende Maßnahmen oder Nahrungssonden angewiesen sein werden. Das heißt, wenn wir die Kinder schon bei Geburt diagnostizieren können, können wir ihnen so helfen, dass im besten Fall, wenn noch gar keine Krankheitssymptome aufgetreten sind, diese Kinder auch gar nicht erkranken. Und das ist ja das, was wir uns in der Medizin am meisten wünschen, nämlich zu verhindern, dass schwere Erkrankungen überhaupt auftreten. Welche Therapien stehen denn jetzt Betroffenen zur Verfügung, die die Gentherapie nicht vertragen? In die Entscheidung für die richtige Therapie fließen unterschiedliche Faktoren ein. Zum einen das Alter und das Gewicht des Kindes und zum anderen eben die vorhandenen Genkopien des SMN2-Gens. Derzeit ist die Gentherapie in Österreich für Kinder mit bis zu 3 Genkopien zugelassen. Wir haben abgesehen davon noch 2 weitere Alternativen. Das sind 2 Medikamente, die zu einer verbesserten Übersetzung des SMN2-Gens in das Protein führen. Da haben wir das Nusinersen, ein Antisens-Oligonukleotid, das seit 2017 in Österreich zugelassen ist und in 4-monatlichen Abständen über eine Lumpalpunktion in die Spülflüssigkeit des Gehirns injiziert wird. Und seit 2021 haben wir noch das Ristiplam, ein Splicing Modifier in Form eines Saftes, der täglich eingenommen wird. Und für beide Medikamente, aber natürlich auch für die Gentherapie gilt, je früher sie zum Einsatz kommen, desto besser können sie ihre Wirkung entfalten, weil wir wissen, dass in der ersten Phase der Erkrankung besonders viele Motorneuronen zugrunde gehen, die wir erhalten wollen. Liebe Frau Doktorin Rappold, herzlichen Dank für Ihre Expertise. Alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Vielen Dank. Und das war's auch schon wieder mit Musculus, diesmal zum Thema Gentherapie bei SMA. Weitere Informationen finden Sie entweder in unserem YouTube-Kanal oder vielleicht auch auf unserer Homepage www.muskelforschung.at. Bitte denken Sie an ein Gefällt mir, denken Sie an ein Abo unseres Kanals und vergessen Sie nicht, Wissen hilft.